Hallo. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas und heute habe ich eine besondere Episode für euch. Normalerweise erkläre ich Grammatik oder Wortschatz, aber heute möchte ich anders mit euch sprechen. Ich möchte euch von meinem Tag erzählen, von meinen Problemen, von meinen Freunden, von echtem Deutsch aus dem echten Leben. Viele Deutschlerner sagen mir, Thomas, in deinen Videos sprichst du zu perfekt. Echte Menschen sprechen nicht so. Das stimmt. Echte Menschen sind unordentlicher. Sie haben Probleme. Sie wiederholen Wörter. Sie sagen Sie sind nicht perfekt. Heute möchte ich das ändern. Ich erzähle dir, wie ein Freund spricht. Nicht wie ein Lehrer. Aber bevor wir anfangen, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Kanal gefällt, klick auf den Like-Button. Das hilft mir sehr. Und abonniere Einfach Deutsch. So verpasst du kein neues Video. Okay, lass mich dir von meinem Wochenende erzählen. Gestern war Freitag und der Freitag war sehr stressig. Ich arbeite in einer Firma. Ich arbeite als Projektmanager. Das bedeutet, ich organisiere große Projekte. Ich arbeite mit vielen Menschen. Und ich organisiere viele Meetings. Gestern hatten wir ein sehr langes Meeting. Sehr, sehr lang. Das Meeting war um 9 Uhr morgens. Wir haben über eine große Präsentation gesprochen, über einen sehr wichtigen Report. Mein Chef, Herr Berger, möchte alles neu machen, alles schneller, alles besser. Und das Wichtigste, der Report muss bis Freitag fertig sein. Das ist heute. Am Montag ist es schon zu spät. Das Meeting dauerte 3 Stunden. 3 Stunden lang. Nur sitzen, zuhören und Notizen schreiben. Mein Rücken tat weh. Meine Augen waren müde. Mein Gehirn war erschöpft. Und weißt du, was das Schlimmste war? In diesem Meeting waren 2 Menschen. Und diese 2 Menschen sind im Moment keine Freunde. Der eine heißt Michael. Michael redet immer. Immer und immer. Manchmal höre ich ihm zu, manchmal nicht. Die andere heißt Sophia. Sophia ist sehr ruhig. Sie arbeitet sehr schnell. Sie sagt nicht viel. Aber wenn sie etwas sagt, ist es klug. Gestern war Sophia sehr, sehr traurig. Sie sah sehr niedergeschlagen aus. Ich glaube, Michael hat zu viel geredet. Sophia versteht das nicht. Nach dem Meeting fragte ich Sophia, alles okay? Sie sagte, na ja, Michael ist schwierig. Er redet zu schnell. Er macht keine Pausen. Ich verstehe das Problem. Michael und Sophia müssen zusammenarbeiten. Aber im Moment ist das schwer. Nach dem Meeting dachte ich, ich kann helfen. Ich bin nicht der Chef, aber ich bin ein Freund. Was macht Menschen glücklich? Ich dachte, Kaffee, Musik und vielleicht ein kleines Geschenk. Es gibt ein wunderbares Café in meiner Nähe. Es heißt Die Kaffeepause. Sie machen den besten Espresso in der ganzen Stadt. Und sie haben Musik. Live-Musik am Samstag. Mein Plan war, ich kaufe 2 Kaffees. Einen für Michael, einen für Sophia. Und ich lade sie beide zu einem Konzert am Samstag ein. Musik ist magisch. Musik macht Menschen ruhig. Musik verbindet Menschen. Am Samstag spielen sie Jazz. Ich liebe Jazz. Michael liebt Jazz. Und Sophia. Ich glaube, Sophia liebt auch Jazz. Ich fragte sie,
Kommt ihr mit zum Konzert am Samstag? Kaffee und Jazz. Beides kostenlos. Sophia sagte sofort ja. Ihre Augen wurden heller. Sie war nicht mehr so traurig. Michael sagte auch ja. Er war glücklich. Das ist der Plan. Nicht kompliziert. Aber manchmal sind die einfachen Dinge die besten. Der Samstag war viel besser. Wir trafen uns um 19 Uhr in der Kaffeepause. Die Sonne war noch warm. Die Luft war angenehm. Michael und Sophia kamen beide. Und weißt du, was passierte? Sie sprachen miteinander. Nicht über die Arbeit, nicht über das Projekt, sondern über Musik, über Jazz, über ihre Lieblingsmusiker. Das erste Lied war sehr ruhig, ein Saxophon-Solo. Die Musik war so schön. Ich sah Sophia. Sie schloss ihre Augen. Sie lächelte. Dann spielten sie schneller, rhythmischer. Alle Menschen waren glücklich. Alle bewegten sich zur Musik. Nach dem Konzert sagte Sophia zu Michael: Danke für heute, das war schön. Und Michael sagte: Ja, ich verstehe dich jetzt besser, du magst ruhige Dinge, nicht so viel Stress. Das war der Moment. Der Moment, in dem zwei Menschen anfangen, sich zu verstehen. Ich war so glücklich. Der Plan funktionierte. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ein großes Problem. Die Präsentation für Herr Berger. Sie muss bis Freitag fertig sein. Und ich bin nicht so gut mit Zahlen, mit Statistiken, mit Diagrammen. Das ist nicht meine Stärke. Meine Stärke sind Menschen, Kommunikation, Zusammenarbeit. Aber Herr Berger möchte Zahlen, viele Zahlen, Hunderte von Zahlen. Wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viele Menschen. Ich mag Zahlen nicht. Zahlen sind langweilig. Am Freitag musste ich viele Stunden arbeiten. Wir waren alle im Büro. Auch am Abend. Auch am Samstagmorgen. Aber dann bekamen wir Hilfe. Nicht von mir, von einem neuen Kollegen. Der neue Kollege heißt David und David ist ein Genie mit Zahlen. David sagte: Ich helfe euch. Ich liebe Zahlen. Das ist mein Hobby. Sein Hobby? Zahlen? Ich kann das nicht verstehen. Aber David arbeitete wie ein Computer. Schnell. Genau. Ohne Fehler. Am Sonntag war die Präsentation fertig. Perfekt. Mit allen Zahlen. Mit allen Diagrammen. Herr Berger war glücklich. Mehr als glücklich. Er war überrascht. Das ist der beste Report, den ich je gesehen habe, sagte er. Und dann sagte er etwas sehr Schönes. Thomas, du bist nicht gut mit Zahlen. Das ist okay. Du kannst gut mit Menschen umgehen. Und das ist mehr wert. Das war ein schöner Moment. Mein Chef versteht mich. Aber warte, es gibt noch mehr. Eine gute Nachricht. Meine Schwester, sie heißt Lisa. Sie ist sehr lustig. Sie hat lange rote Haare und sie lacht immer. Meine Schwester hat mich gestern angerufen. Sie hatte sehr gute Nachrichten. Sie hat einen neuen Job bekommen. Einen sehr guten Job. In einer internationalen Firma. Ich war so glücklich. Ich bin stolz auf sie. Sie ist sehr intelligent. Sie arbeitet hart. Sie verdient diese Chance. Der neue Job beginnt nächsten Monat. Und das Beste, sie verdient viel mehr Geld. Meine Schwester sagte: Thomas, ich möchte dich zum Essen einladen, um zu feiern. Ich sagte sofort ja. Wir gingen am Sonntag zum Abendessen. In unser Lieblingsrestaurant. Ein italienisches Restaurant. Es heißt Mamma Mia. Und das Essen dort ist so gut. Das beste Essen in der Stadt.
Wir aßen Pasta. Sie aß Spaghetti Carbonara. Ich aß Lasagne. Und wir tranken Rotwein. Einen sehr guten Rotwein. Wir redeten lange über ihren neuen Job, über ihre Träume, über ihre Ängste. Sie sagte, Thomas, ich bin nervös. Das ist eine große Veränderung. Es ist ein neues Büro, neue Menschen, eine neue Sprache bei der Arbeit. Ich sagte, das ist normal. Jeder ist nervös, wenn etwas Neues kommt. Aber du schaffst das. Du bist stark. Du bist klug. Du kannst alles schaffen. Sie lächelte. Sie war nicht mehr so nervös. Das ist Geschwisterliebe. Das ist Familie. Nach all diesem Stress, die Präsentation, das Meeting, der Report, brauchte ich Ruhe. Am Montagabend kam ich nach Hause. Ich war so müde. Mein Körper tat weh. Mein Gehirn war leer. Ich zog meine bequeme Jogginghose an. Mein altes Shirt. Mein liebstes Shirt. Es ist grau und sehr weich. Ich setzte mich auf mein großes Sofa. Mein weiches, großes, rotes Sofa. Und ich tat nichts. Ich tat einfach nichts. Keine Arbeit, keine E-Mails, kein Telefon. Nichts. Ich schaltete den Fernseher ein und ich schaute eine Sitcom. Eine alte, lustige Serie. Ich habe sie schon 100-mal gesehen, aber ich mag sie trotzdem. Die Serie ist so dumm, aber so lustig. Und ich lachte. Ich lachte und lachte. Später bestellte ich Pizza. Eine große Pizza mit Käse und Tomaten. Einfach, aber so gut. Ich aß Pizza und lachte. Das war mein Montagabend. Und weißt du was? Es war perfekt. Heute ist Dienstag, eine neue Woche, ein neuer Start. Der Report ist fertig. Michael und Sophia verstehen sich besser. Meine Schwester hat einen neuen Job. Ich habe neue Energie. Alles ist anders als letzte Woche. Ich bin nicht mehr müde. Ich bin nicht mehr gestresst. Ich bin bereit für neue Projekte, neue Ziele, neue Abenteuer. Und das Wichtigste, ich verstehe etwas sehr Wichtiges. Das Leben ist nicht perfekt. Das Leben ist ungeordnet. Das Leben hat viele Probleme, viel Stress, viele Sorgen. Aber das Leben hat auch schöne Momente. Musik, Familie, Freunde, Kaffee, Pizza und Ruhe. Das ist das echte Leben. Nicht perfekt, nicht geordnet, aber echt. Und echt ist besser als perfekt. Lass mich kurz zusammenfassen. In dieser Episode habe ich dir echtes Deutsch erzählt, nicht Schulgrammatik, sondern Deutsch von echten Menschen, von echten Momenten. Der erste wichtige Punkt: Menschen sind unterschiedlich. Michael redet viel. Sophia arbeitet ruhig. Beide haben recht. Beide sind okay. Ich musste lernen, beide zu verstehen. Der zweite wichtige Punkt: Kleine Gesten helfen. Kaffee, Musik, ein Lächeln. Das sind keine großen Dinge, aber sie sind kraftvoll. Sie verändern Momente. Der dritte wichtige Punkt: Jeder hat eine Stärke. Ich kann gut mit Menschen umgehen, nicht mit Zahlen. Das ist okay. Ich bin nicht schlecht. Ich bin anders. Der vierte wichtige Punkt: Familie ist wichtig. Meine Schwester hat große Träume und ich unterstütze sie. Das ist Liebe. Der fünfte wichtige Punkt: Ruhe ist wichtig. Nach Stress brauchst du Ruhe. Pizza, Fernseher und dein Sofa. Das ist nicht faul. Das ist klug.
Jetzt möchte ich euch etwas Wichtiges sagen. Wenn ihr Deutsch lernt, ist es normal, dass ich anders spreche als normale Deutsche. Ich spreche langsamer. Ich benutze einfachere Wörter. Ich wiederhole manchmal. Das ist absichtlich. Das ist für euch. Aber normale Deutsche sprechen unterschiedlich. Manchmal schnell. Manchmal mit Akzent. Manchmal mit Slang. Deshalb war diese Episode so wichtig. Heute habt ihr echtes Deutsch gehört. Nicht perfektes Englisch. Nein, nicht perfektes Deutsch. Aber echtes Deutsch. Menschen wiederholen Wörter. Menschen sagen Menschen denken laut nach. Menschen sind nicht perfekt. Das ist okay. Das ist normal. Und das ist echtes Deutsch. Jetzt habe ich Fragen für euch. Erste Frage: Was ist dein Job oder dein Traumjob? Schreib mir in die Kommentare. Erzähl mir, ist dein Job wie mein Job? Hast du einen Michael und eine Sophia in deinem Büro? Zweite Frage: Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pasta und Pizza, aber ich liebe auch Käsekuchen. Mein Lieblingskäsekuchen hat Himbeeren. Was magst du? Dritte Frage: Hast du im Moment ein großes Projekt oder eine große Sorge? Wenn ja, schreib mir. Vielleicht kann ich dir helfen. Oder vielleicht haben andere Lerner dieselbe Sorge. Wir sind eine Community. Wir helfen uns gegenseitig. Ich möchte dir noch etwas sagen. Wenn du Deutsch lernst, ist das nicht leicht. Das weiß ich. Du musst Wörter lernen. Du musst Grammatik verstehen. Du musst hören und sprechen. Manchmal bist du müde. Manchmal möchtest du aufgeben. Aber ich möchte dir sagen, du schaffst das. Jeden Tag ein bisschen. Ein neues Wort. Ein neuer Satz. Ein neues Verb. Mit jedem Tag wirst du besser. Und in ein paar Monaten oder ein paar Jahren wirst du echtes Deutsch verstehen. Du wirst deutsche Menschen verstehen. Du wirst Deutsch sprechen. Du wirst Teil dieser Sprache sein. Das ist möglich. Das ist realistisch. Das ist dein Weg. Bleib dran. Du bist auf dem richtigen Weg. Okay, mein Freund. Das war eine lange Episode. Viel Deutsch, viel Geschichte, viel Leben. Danke, dass du mir zugehört hast. Das bedeutet mir viel. Nächste Woche kommt ein neues Video. Es wird wieder über Grammatik sein oder über Wortschatz oder über Aussprache. Aber jetzt weißt du, ich bin ein echter Mensch mit echten Problemen, mit echtem Leben. Ich bin nicht nur ein Lehrer, ich bin ein Freund. Und das ist der Unterschied. Schreib mir in die Kommentare. Erzähl mir deine Geschichte, deine Fragen, deine Träume. Ich lese alle Kommentare und ich antworte. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du gelacht hast oder wenn du etwas gelernt hast, teile es mit deinen Freunden. Mit Menschen, die Deutsch lernen. Mit Menschen, die Freunde brauchen. Mit Menschen, die verstehen wollen, dass echtes Deutsch nicht perfekt sein muss. Das hilft mir. Und es hilft anderen Lernern. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr Teil von Einfach Deutsch seid. Ich bin Thomas. Einfach Deutsch ist mein Kanal. Aber es ist auch euer Kanal. Wir machen das zusammen. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Auf Wiedersehen, mein Freund. Tschüss.